Stell dir vor, du könntest all deine Sorgen und Unsicherheiten einfach abschütteln und in neuem Selbstbewusstsein erblühen. Wie eine Blume, die durch die Erde bricht. Zart, schön und so viel stärker, als du denkst. Hallo, ich bin Carla. Ich bin Yogalehrerin, Breathwork-Lehrerin, arbeite viel mit Frauen in Workshops und Retreats, arbeite als Model und habe 2 Brands. Ich verbinde tatsächlich ganz intuitiv verschiedenste Praxen, weil für mich als Frau nicht eine Praxis ausreicht. Weiblichkeit ist so facettenreich, weil wir eben so zyklische Wesen sind mit unserem Periodenzyklus und dadurch einfach jeden Tag was anderes für unseren Körper brauchen. Also ich habe jetzt insgesamt 900 Stunden in ganz unterschiedlichen Yoga-Stilen gemacht. Erst in Guatemala, dann in Ecuador, dann bei Berlin, in Indien. Es ist wirklich ein Lebensstil, den man lebt. Für mich ist es nicht, ich gehe auf die Matte und mache Yoga, sondern ich lebe Yoga. Ich bewege mich in meinem Alltag mit einem Bewusstsein. Ich finde es sehr wichtig, dass man immer wieder Raum für sich selbst kreiert. Wir leben einfach in einer sehr stressgeprägten Gesellschaft und Grounding-Momente sind kleine Momente, in denen wir uns erden. Und das kann sein, dass man sich einfach nur kurz hinstellt, einfach nur mal kurz tief atmet. Es geht oftmals nur darum, einen Moment der Achtsamkeit zu schaffen. Und Achtsamkeit bedeutet für mich, mit allen Sinnen in dem Moment zu sein. Ich praktiziere auch super gerne eine Shaking-Übung, also einfach ein Schütteln. Shaken hilft vor allem dabei, Stresshormone abzubauen. Es ist eine ganz, ganz leichte Übung, wo man auch eigentlich nichts falsch machen kann. Du brauchst überhaupt nichts. Das ist das Schöne. Wichtig ist, dass deine Beine nicht durchgedrückt sind. Und dann beginnen wir einfach mit einem sanften Shaken in den Beinen. Und lass dieses Shaken, dieses Zittern, einfach deine Beine hochwandern über die Hüfte, Bauch, hoch in den Brustkorb, in die Schultern. Dann nehmen wir die Arme mit, die Hände und dann bis zum Kopf. Am Anfang darf es noch ein bisschen kontrollierter sein und dann irgendwann ist es auch schön, einfach komplett loszulassen. Shaken hilft, das ganze System einmal kurz so ein bisschen zu resetten. Und das Spannende ist, man muss es auch nicht eine halbe Stunde machen. Es hilft auch, wenn man sich einmal kurz shakt. Ich fühle mich gelöster, entspannter und ich fühle mich auch geerdet. Eine weitere Lieblingsübung von mir ist einfach Tanzen. Und ich liebe es auch sehr, etwas sinnlicher zu tanzen. Das bedeutet für mich auch wieder mit all meinen Sinnen präsent zu sein und vielleicht ein ruhigeres Lied anzumachen. Mir hilft es immer, die Augen zu schließen und dann auch wieder die Bewegung von innen herauskommen zu lassen. Dass man nicht zu sehr darüber nachdenkt, wie bewege ich mich besonders schön oder besonders sexy. Mir hilft es immer sehr, in meiner Hüfte zu starten. Also gerade eher kreisende Bewegungen in der Hüfte, vielleicht sogar auch so ein Unendlichzeichen. Dieses Fließen und sich hingeben ist einfach eine sehr weibliche Qualität, die in unserer westlichen Gesellschaft oftmals auch einfach nicht strahlen darf. Und es hilft mir, diese Weiblichkeit zu fühlen und ich fühle mich dann auch attraktiver und schöner und mehr im Flow, wenn meine Bewegungen fließend sind. Ein bewusstes Atmen unterstützt uns, das Nervensystem zu regulieren, gerade wenn wir merken, wir sind sehr gestresst. Es unterstützt uns, präsent zu sein. Psychedelic Breath ist eine wunderschöne Breathwork-Methode, die ich unterrichte. Es ist eine sehr, sehr, sehr alte, jahrtausendealte Atemtechnik, die dann gemixt wird mit elektronischer Musik. Wir atmen um die 45 Minuten, dadurch verändert sich die Biochemie, die Gehirnwellen verändern sich und dadurch können wir in ganz wundervolle Zustände kommen. Eine weitere wundervolle Übung ist Box Breathing. Das ist eine ganz simple Pranayama-Atemübung und wir atmen dafür immer 4 Sekunden ein durch die Nase, halten für 4 Sekunden, atmen 4 Sekunden aus durch die Nase und halten wieder 4 Sekunden. Dann kann man sich auch vorstellen, dass man
während man atmet oder den Atem anhält, eben in dieser Box sich bewegt. Das ist simpel, das kann man jederzeit machen. Tiefes Atmen entspannt den Bauch, entspannt das Zwerchfell, hilft, den unteren Rücken auch zu entspannen. Deswegen kann Atemarbeit auch krampflösend sein. Letztendlich zielen all diese Tools auf das Gleiche ab. Es ist immer ein ruhig werden, in den Stillstand kommen, wirklich einen Moment des Friedens auch zu kreieren, um fühlen zu können, was eigentlich wirklich in einem passiert. Weil oftmals ist die Umwelt so laut, dass man gar nicht wahrnimmt, was sich in einem bewegt. Traut euch, neue Sachen auszuprobieren. Ich freue mich, wenn ihr meine Tools ausprobiert und erlaubt euch, einfach mal loszulassen, vielleicht ein paar Dinge abzushaken und in einem neuen Selbstbewusstsein aufzublühen.